Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now, Paul has shown them how serious it is Paulus hat ihnen vor Augen geführt, wie ernst es ist, to participate of communion am Abendmahl teilzunehmen. and how they, in the Old Covenant, the people of Israel, when they ate of the meat they sacrificed to idols, Und wie das Volk Israel im Alten Bund, wenn es von dem Fleisch aß, das es den Götzen opferte, they became participants of what they sacrificed. Teilhaber des Opfers wurde. Look at verse 19. Vers 19. Now, am I saying that idols and the sacrifices offered to them have any value? Sage ich nun, dass Götzen und die ihnen dargebrachten Opfer irgendeinen Wert haben? That would be the normal conclusion, right? Das wäre doch die normale Schlussfolgerung, oder? Paul said if you sacrifice to an idol and then you eat of the bread, you become one with the demon. Paulus sagt, wenn du einem Götzen opferst und dann von dem Brot isst, wirst du eins mit dem Dämon. So the normal conclusion would be that, oh my goodness, Die normale Schlussfolgerung wäre also, du meine Güte. there is now incredible value of these idols. They are powerful. They have now authority over our lives. Diese Götzen haben jetzt einen enormen Wert. Sie sind mächtig, sie haben jetzt die Macht über unser Leben. So of course Paul has to ask a question. Natürlich muss Paulus diese Frage stellen. That immediately, of course, brings me to Romans, Das führt mich natürlich sofort zum Römerbrief, when Paul said this: wo Paulus Folgendes sagt. where sin abounds, grace superabounds. Wo die Sünde im Überfluss ist, ist die Gnade umso mehr im Überfluss. Or as the English version says, grace abounds even more. Oder wie es in der englischen Version heißt, Gnade ist noch größer. So now the logical consequence is, well, then let's sin to have more grace. Die logische Konsequenz ist also, dann lass uns sündigen, um mehr Gnade zu haben. And Paul asks the same question. He said, of course not, we're dead to sin. Paulus stellt die gleiche Frage. Er sagt, natürlich nicht, wir sind für die Sünde tot. See, Paul's know that people always draw the wrong conclusions. Paulus weiß, dass die Menschen immer die falschen Schlüsse ziehen. So in verse 20 he says, absolutely not. Deshalb sagt er in Vers 20, auf keinen Fall. So Paul is saying there's no value in the idols, neither in the sacrifice that we offer to them. Paulus sagt, die Götzen haben keinen Wert, auch nicht das Opfer, das wir ihnen darbringen. However, he challenges us. Aber, fordert er uns heraus, He says, I'm implying that when an unbeliever offers a sacrifice to an idol, it is not offered to the true God, but to a demon. ich will damit sagen, dass ein Ungläubiger, der einem Götzen opfert, dies nicht dem wahren Gott, sondern einem Dämon opfert. So here's the truth that Paul is trying to understand them. Das ist also die Wahrheit, die Paulus ihnen zu vermitteln versucht. Demons are real. Dämonen sind real. Now, when these people who don't know God, when they bring these sacrifices, they are actually now worshiping demons. Wenn diese Menschen, die Gott nicht kennen, diese Opfer darbringen, dann beten sie damit Dämonen an. Now, if you really ponder about this truth, it's actually quite a frightening truth. Wenn du wirklich über diese Wahrheit nachdenkst, ist diese Wahrheit ziemlich erschreckend. Because every idol that you are worshiping is actually a demon. Denn hinter jedem Götzen, den du anbetest, steckt in Wirklichkeit ein Dämon. Think about this. Denk darüber nach. What were the idols that they were sacrificing to? Welchen Götzen haben sie geopfert? They made gods which they molded out of wood or out of different materials. Sie machten sich einen Gott, den sie aus Holz oder aus verschiedenen Materialien modellierten. Now, Paul said they are offering to a demon, yet they were offering to a material thing. Nun sagt Paulus, dass sie einem Dämon opfern, obwohl sie einem materiellen Gegenstand opfern. May I challenge you with this incredible thought Ich möchte dich mit diesem unglaublichen Gedanken herausfordern. that if you worship money, you're actually worshiping a demon. Wenn du Geld anbetest, betest du eigentlich einen Dämon an. Because who stands behind the love
love of money? Demons. Denn wer steckt hinter der Liebe zum Geld? Dämonen. Remember, everything that draws you away from worshiping and surrendering to the true God Denk daran, alles, was dich von der Anbetung und Hingabe an den wahren Gott abhält, is inspired by the devil. vom Teufel inspiriert ist. Look at this. Schau mal. Who tempted Eve not to surrender to God, but to eat from the tree? Wer hat Eva dazu verleitet, sich nicht Gott hinzugeben, sondern von dem Baum zu essen? The devil. Der Teufel. So when Eve surrendered, so to say, worshipped, Als Eva sich der Versuchung hingab, sozusagen anbetete and she took from that tree, und von dem Baum aß, in reality, she didn't surrender to the temptation, but she surrendered to the devil. gab sie sich in Wirklichkeit nicht der Versuchung hin, sondern dem Teufel. Do you see how serious this is? Verstehst du, wie ernst das ist? That's why Paul is trying for them to understand the seriousness of not worshiping the only true God. Deshalb versucht Paulus, ihnen zu vermitteln, wie folgenschwer es ist, wenn man den einzig wahren Gott nicht anbetet. I know, I think sometimes the whole wrong humanistic idea has taken some seriousness away from our lives. Manchmal denke ich, dass die falsche humanistische Idee unserem Leben etwas Ernsthaftigkeit genommen hat. My friend, everything is about kingdom. Mein Freund, alles dreht sich um das Königreich. Everything. Alles. And there are only two kingdoms. Und es gibt nur zwei Reiche. Dark, light. Dunkelheit und Licht. And you're either in one or you're in the other. Entweder bist du in dem einen oder in dem anderen. If you think that you do whatever you want, you're actually not really doing what you want. Wenn du denkst, dass du tust, was du willst, tust du in Wirklichkeit nicht, was du willst. Because you have to surrender to one of the two kingdoms. Denn du musst dich einem der beiden Reiche hingeben. And the kingdom of self is actually a kingdom. Behind this kingdom stands the devil. Hinter dem Reich des Ichs steht in Wirklichkeit der Teufel. Think about it. Denk darüber nach. In the Garden of Eden, it was all about what I want, good to look at, I want to eat this tree, I want to do this, but behind all that was the devil. Im Garten Eden ging es nur darum, ich will, was schön anzuschauen ist, das will ich auch essen, das will ich tun, aber hinter all dem stand der Teufel. And Paul wants them to understand that they were actually offering to a demon, but they just thought they're just going to put this sacrifice to some wooden idol. Paulus will, dass sie verstehen, dass sie eigentlich einem Dämon opferten, während sie dachten, dass sie dieses Opfer nur einem hölzernen Götzen darbringen würden. So look again. Schau, I'm implying that when an unbeliever offers a sacrifice to an idol, it is not offered to the true God, but to a demon. ich will damit sagen, dass ein Ungläubiger, der einem Götzen ein Opfer darbringt, es nicht dem wahren Gott, sondern einem Dämon opfert. And now he says, I don't want you to be participants with demons. Nun sagt er, ich will nicht, dass ihr euch mit Dämonen einlässt. So, Also, which God do you surrender to? Which God do you worship? Which God do you celebrate? welchem Gott gibst du dich also hin? Welchen Gott betest du an? Welchen Gott feierst du? It's a very serious thing you have to think about. Das ist eine sehr ernste Sache, über die du nachdenken musst. Let's worship and surrender to the only true God. Lass uns den einzig wahren Gott anbeten und uns ihm hingeben. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.